was wir erreicht haben gemeinsam, ist in dem Jahr 20 Kilo runterzubringen. Das ist deutlich mehr als das, was ich jemals in der Vergangenheit hatte. Ich mache regelmäßig diese Gesundheitscheckups, mindestens alle 2 Jahre. Was sie mir jetzt attestiert haben, ist, dass ich zu den besten, fittesten 5% in meiner Altersklasse gehöre. Und jetzt auf über 2020 ist eine deutliche Gewichtsreduzierung, damit natürlich auch eine deutliche Reduzierung im Körperfettanteil, eine deutliche Reduzierung im Bauchumfang. Auch das Thema Krafttraining. Vielleicht möchtest du da auch noch was dazu sagen. Da hat sich jetzt relativ ordentlich was getan. Im Brustbereich fast 5 Zentimeter oder so zugelegt, Muskelmasse, und an den Oberarmen kann man es auch deutlich sehen. Ich bin neulich mal nachts aufgewacht und dachte irgendwie, ich liege auf dem Knubbel da von meinem Kopfkissen, aber dann ist mir aufgefallen, ich liege auf meinem Oberarm, der ist einfach nur dicker geworden. So, also es fühlt sich mittlerweile wie so eine ganz leichte Rüstung an, ja, dass man tatsächlich auch mal einen Brustmuskel anspannen kann und man sieht halt auch was. Ich heiße Michael, ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, ich bin Ingenieur und bin seit 15 Jahren in München, seit 30 Jahren bestimmt deutliches Übergewicht, und das hat mich lange stark beschäftigt, weil ich früher ein Leistungssportler war, und als ich mit dem Sport aufgehört habe, seitdem habe ich 40 Kilo zugelegt über die 30 Jahre. Und insofern hat es mich natürlich massiv auch in der Beweglichkeit eingeschränkt, beim Schuhebinden, beim Fußnägelschneiden oder was auch immer. Auch dazu geführt, dass ich angefangen habe, meine sozialen Kontakte zu reduzieren, weil ich einfach auch teilweise die Blicke, die Kommentare, die Hinweise damit nicht mehr so gut klarkam. Und was dann aber wiederum dazu führte, dass es eine Art Teufelskreis wurde, ja, wo man sitzt halt mehr zu Hause auf der Couch und dann fängst noch an, noch mehr zu essen. Ich habe 2, 3 Mal selber natürlich Versuche unternommen, habe auch teilweise Erfolge gehabt, was Gewichtsabnahme anging, aber es war nie nachhaltig. Ja, es war immer so, dass es zwar einen kurzfristigen Erfolg gab, aber danach dann auch schnell wieder in die Höhe geschossen ist und meistens dann auf ein neues Hoch geschossen ist, was ich vorher noch gar nicht hatte. Ausschlaggebend war eigentlich, dass vor einem guten Jahr ich auf einer Feier war von einem guten Freund von mir, wo ich dann auch viele Freunde wieder getroffen habe, die ich 25 Jahre nicht gesehen habe. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch tatsächlich ein relativ hohes Gewicht, und das war dann irgendwann auch so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, du hast es alleine versucht, es hat nicht funktioniert, du brauchst irgendwie professionelle Hilfe. Alleine schaffst du es ganz offensichtlich nicht. Und wenn ich überhaupt eine Chance habe, etwas zu verändern, dann brauche ich Unterstützung dabei. Alleine kriege ich es nicht hin. Zweifel waren eher in der Richtung, schaffe ich das eigentlich, das jetzt auch in eine permanente Veränderung zu überführen und damit dann halt auch nachhaltig zu machen. Ja, dass man kurzfristig Gewicht verlieren kann. Das war mir klar und ist vielen anderen wahrscheinlich auch klar. Aber wie macht man das eigentlich daraus auch eine Veränderung im Lebensstil? Das Ziel, was ich seit Jahren, jedes Jahr um Neujahr mir gebe, ist eigentlich, dass ich Weihnachten 100 haben möchte. Das ist schon so ein geflügeltes Wort auch. Meine Frau kennt das schon, dass ich jedes Jahr wieder sage, ja, Weihnachten sind seit 100. Und ja, mein Gott, 20 Jahre lang bin ich mehr oder weniger daran gescheitert, an Weihnachten 100. Aktuell bin ich bei 105 Kilo ungefähr. Also wir haben in dem Jahr jetzt ziemlich genau 20 Kilo verloren. Das ist ungefähr auch das, was ich mir vorgenommen hatte. Bis Weihnachten sind es noch ein paar Wochen. Also insofern bin ich weiterhin noch auf dem Weg, da die Weihnachten die 100 Kilo zu erreichen. Man sieht auch was im Spiegel. Es sieht halt einfach besser aus. Und dann natürlich in dem Maße, wie sozusagen der Oberkörper auch ein bisschen zunimmt und dann der Bauchumfang abnimmt. Es ist so wie eine Birne, die dann auf einmal umdreht. Auf einmal ist das dickere Teil dann oben und das dünnere unten. Das sieht dann einfach auch aus. Mittlerweile macht es Spaß. Ja, wie gesagt, es ist zwar nie ein Verzicht, ja, es war einfach, man gewöhnt sich dran und irgendwann hast du Freude daran, dass du eigentlich sagst, mein Gott, ich esse viele Dinge, die mir eigentlich Freude machen zu essen. Die deutlichste Veränderung bei mir sieht man sicherlich im Gesicht und im Halsbereich, ja, und natürlich auch im Bauchumfang, klar. Aber natürlich ist es schon so, dass Leute, die, wenn sie dann einmal sehen, dass sie doch sehr überrascht sind. Weil, wie gesagt, es gibt viele, die mich
ähm, nie anders kennengelernt haben, ja, im Beruf, oder mich eigentlich immer nur mit deutlichem Übergewicht kannten. Ja, auf einmal nahezu sozusagen normalgewichtig aus und habe einen normalen Halsumfang von 41 Zentimeter. Ja, ich habe früher Hemden getragen, die waren 45 Zentimeter, und selbst dann, als man noch Krawatte trug, dachte ich, mein Gott, du kriegst ja gar keine Luft in diesem Hemd. Ja, und gibt es nicht auch welche mit 46 oder sowas? Ja, das hier, ja, das habe ich mal, glaube ich, voll ausgefüllt. Ja, mittlerweile sieht es aus wie ein Zelt. Die Reaktion war natürlich sehr positiv. Ja, auch, machen wir uns auch nichts vor, auch von weiblicher Seite. Ja, da merkst du einfach auch natürlich, denken, ja, mein Gott, er sah vielleicht schon immer ganz nett aus, aber jetzt hat er auch seinen Buddha-Bauch verloren. Also, jeder, der mich anspricht, sagt ganz klar, pass auf, ich arbeite seit einem Jahr mit einem Coach zusammen. Ja, das ist hier ein gemeinsames Ergebnis. Ja. Man sieht an der Reaktion, dass sie Respekt davor haben, also dass jemand den Schritt macht und sagt, ich übernehme hier Verantwortung für mich, ich brauche hier Hilfe, ich brauche hier Unterstützung, und ich will das ernsthaft angehen, das Thema, und das ist eine tolle Reaktion, finde ich. Cool. Ich würde fast so weit gehen, dass es für mich ein Life-Changer war, wenn du so willst. Ja, ich ruhe stärker in mir selbst. Ja, ich bin ausgeglichener geworden. Ich strahle, glaube ich, mehr, als ich es in der Vergangenheit habe. Das merken Leute auch durch ein etwas anderes Auftreten, durch ein bisschen mehr Charisma, wenn man in den Raum kommt, ja, weil man einfach von innen auch strahlt. Und was ich für mich persönlich als eins der wertvollsten Dinge mitnehme, ist das Thema Dankbarkeit. Ja. Ich war früher immer so ein bisschen auf der Suche nach dem großen Glück, ja, finanzielles oder in welcher Beziehung auch immer. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, bin ich ein anderer Mensch geworden. Ja, so. Ja, das ist eigentlich für mich der größte Erfolg, ja, dass ich viel mehr jetzt der Mensch bin, der ich immer sein wollte. Ja. Wo ich mir selber natürlich ein Stück weit mit meinem Übergewicht im Weg stand. Ja.